There are times I pour the water when the mission is done. Frau Pfeiffer, sie erlebt im Alter von 26 Jahren eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu? Also ich war damals mit meinem damaligen Freund auf den Sinai-Halbinseln. Wir haben da Urlaub gemacht, in einer Strandhütte gelebt, alles schön. Und dann irgendwann, so am 3. Tag, habe ich was Falsches gegessen. Im Nachhinein wusste ich dann, es war eine Lebensmittelvergiftung, aber zu diesem Zeitpunkt habe ich mir keine großen Gedanken gemacht. Es ging mittags los und wurde dann eigentlich erst richtig schlimm, als alle schon geschlafen haben. Mein Partner hat geschlafen, dieser ganze Strandabschnitt war leer. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, dass irgendetwas überhaupt nicht mehr stimmt. Also ich hatte unglaubliche Schmerzen, irgendwann kam nur noch Blut. Also es ging mir richtig, richtig schlecht. Dann gab es einen Moment in dieser Hütte, da habe ich so gemerkt, dass innerlich ist was zum Stillstand gekommen. Also es hat sich angefühlt, als würden sich so Zahnräder ineinander verhängen. Und da habe ich gemerkt, jetzt passiert etwas, was eigentlich nicht passieren dürfte. Und ich habe auf die andere Seite der Hütte geschaut und da stand so eine kleine Wasserflasche. Und eine Stimme in mir hat gesagt, Andrea, dieses Wasser musst du jetzt trinken. Wenn du das nicht trinkst, dann geht es mit dir zu Ende. Also das war so ganz klar in diesem Moment. Ich war zu diesem Zeitpunkt aber schon so schwach und so einfach geschwächt, dass ich nicht mehr aufstehen konnte, mich auch nicht bemerkbar machen konnte. Und so ist dieser Moment an mir vorbeigegangen. Und dann habe ich plötzlich rechts von mir eine Bewegung wahrgenommen und ich drehe den Kopf und da sitzt jemand neben meinem Bett. Das war eine Präsenz, also es war ein Wesen mit menschlichen Zügen, ein junger Mann, aber irgendwie auch nicht menschlich. Das Gesicht war ganz ätherisch, also so wie mit Licht gefüllt und hatte unglaublich schöne, dunkelbraune, ganz gütige Augen. Das Erste, was mir auffiel, war so ein Erkennen. Also ich habe ihn erkannt, ich weiß zwar nicht woher, aber das war so ein Gefühl von du, so ein Glück, ihn wiederzusehen. Das Zweite war, dass ich meinen Körper überhaupt nicht mehr wahrgenommen habe. Ab diesem Moment, als er da saß, war wie dieses Bewusstsein, das Körperbewusstsein war wie ausgeschaltet. Und dann haben wir angefangen miteinander zu kommunizieren. Und es war nicht so eine verbale Kommunikation und es war auch nicht telepathisch, sondern es war eigentlich eine rein ein emotionaler Informationsaustausch, der da stattgefunden hat. Und ich wusste, dieser Freund, dieses Wesen begleitet mich jetzt auf die andere Seite. Also der begleitet mich in den Tod. Was dann als erstes passiert ist, es haben sich all meine Beziehungen aufgefächert vor mir, wie so ein Kartenspiel. Und ich bin jede einzelne Beziehung durchgegangen und habe Frieden geschlossen. Und manchmal waren das Sandkastenfreunde oder ganz kurze Begegnungen nur, die ich schon längst vergessen hatte, aber die anscheinend irgendwie für mich von Bedeutung waren. Da war natürlich meine Familie dabei, Freunde und es war wie so eine innere Arbeit, so eine innere Bewegung, in Frieden zu kommen mit jedem einzelnen Menschen. Und als das abgeschlossen war, habe ich so einen Frieden gespürt in mir, so eine Versöhnung auch. Das war ganz schön. Und dann hat es mich plötzlich rausgezogen und ich bin wie im Weltall geschwebt und dieser Freund schwebte neben mir und ich habe auf mein Leben heruntergeblickt und das hat ausgesehen eigentlich wie eine Weltkugel. Also es war mein gesamtes Leben, aber nicht
chronologisch so von Geburt bis zu diesem Zeitpunkt, sondern es war mein gesamtes gelebtes Leben in einem Moment. Und ich habe das so mir angeschaut, im Wissen, dass ich dieses wunderschöne Leben jetzt zurücklasse. Und habe einfach so gespürt, wie sich das anfühlt. Und dann ist plötzlich so wie Luftblasen in mir so eine ganz tiefe Traurigkeit aufgestiegen. So ein unglaublich tiefes Bedauern darüber, dass ich der Welt nichts hinterlasse. Dass ich wie meine Begabung nicht mit der Welt geteilt habe. Ich war damals, habe schon viel Musik gemacht, aber ich habe meine Musik immer so unter Verschluss gehalten, weil ich mir einfach auch nicht viel zugetraut habe. Ich war schüchtern, ich dachte immer, ich bin zu wenig gut. Und so dieses Gefühl, dass ich nicht großzügig war mit dieser Begabung, dass ich der Welt eigentlich keinen Stempel von mir aufgedrückt habe, dass ich mich nicht verschenkt habe, das war so schlimm. Diese Traurigkeit darüber war so schlimm, dass sie mich zurückgezogen hat in meinem Körper und ich lag dann wieder in diesem Bett und dann begann so ein Ringen. Also dann begann so ein richtiger Kampf also ich wollte einfach auf keinen Fall loslassen. Und ich habe mich an dieses Wesen gewandt und ich weiß noch, ich habe alles probiert. Ich habe gedroht, ich habe gebettelt, ich habe versucht, ihn auszutricksen, ich habe versucht zu verhandeln, ich habe wirklich alle Register gezogen, damit er mir noch ein bisschen mehr Zeit lässt. Einfach, dass ich diese Aufgabe noch erfüllen kann. Und er hat mich einfach angeschaut mit so einer Liebe in den Augen. Und alles, was von ihm zurückkam, war die Information, ich verstehe dich, ich liebe dich, aber du musst jetzt loslassen. Und irgendwann habe ich gemerkt, das nützt alles nichts. Das ist unverrückbar. Die Tatsache, dass ich jetzt gehen muss, ist unausweichlich. Und so diese Liebe, die er auch ausgestrahlt hat, dieses Mitgefühl hat mir geholfen, irgendwann zu sagen, okay, dann ist es jetzt so. Und in dieser Akzeptanz, in diesem Loslassen, habe ich plötzlich neben meinem irdischen Körper einen zweiten Körper in mir wahrgenommen. Dieser zweite Körper war wie, ich habe jede einzelne Zelle gespürt. Jede einzelne Zelle von mir war mit Licht gefüllt und dieser Lichtkörper hat sich von meinem irdischen Körper gelöst, ist nach oben geschwebt in so einer Rückwärtsbewegung und ist explodiert in einem Gefühl der Ekstase, in so einem Ausbruch unbändiger Freude und es hat gemacht, pfasch, und ich bin geschwebt in einem unendlichen Meer aus Licht. Aus Licht, aus Liebe, Glückseligkeit, endlose Freiheit und auch Bewusstheit. Also es war so wie ein alles überspannendes Bewusstsein. Es gab keine Fragen mehr, keine Antworten mehr. Es war einfach alles und es war alles genau richtig, so wie es war. Und ich war einerseits dieses gesamte, alles umfassende, grenzenlose Meer und ich war aber auch irgendwo noch so ein kleiner Funke. Also ich hatte irgendwo noch ein bisschen Ich-Bewusstsein. Es war wie beides gleichzeitig. Das war unglaublich. Also es gibt keine Worte dafür. Zu Hause. Ich war zu Hause. Wie kamen Sie wieder zurück? Es gab dann irgendwann, ich weiß nicht, wie lange ich in diesem Meer geschwebt bin, irgendwann gab es so eine Wellenbewegung von einer Richtung durch dieses gesamte Meer hindurch und als mich diese Welle erfasste, war ich plötzlich wieder zurück. Ich habe die Augen aufgeschlagen, ich war wieder in diesem kranken Körper, in dieser dunklen Hütte
draußen hat der Morgen gedämmert und ich wusste, ich überlebe. Was für Auswirkungen hatte diese Erfahrung für Sie, für Ihre weitere Entwicklung? Das erste, einfach das ganz Unmittelbare, was ich wahrgenommen habe, war einerseits so ein unangenehmes Gefühl. Also es war nach dieser Grenzenlosigkeit und diesem Licht wieder zurück zu sein in diesem Körper, war irgendwie unangenehm. Also es war irgendwie ein Schock. Und gleichzeitig war ich ja Teil gewesen dieses Meeres und Teil dieser Entscheidung. Also es war wie auch logisch, dass ich zurückgehen musste. Dieses Gefühl, dieses Glück hat mich aber immer begleitet von daher, von diesem Zeitpunkt an. Und wenn es mir nicht so gut ging, habe ich mich oft so zurückgesehnt in diese Heimat. Die große Auswirkung war einerseits, ich habe die Angst vor dem Tod verloren, weil was danach kommt, da muss man sich nicht fürchten davor, da kann man sich echt drauf freuen. Also ich freue mich, wenn ich zurückgehen darf. Es hat aber auch so ein ganz starkes Bewusstsein hinterlassen für meine Sterblichkeit. Also die begleitet mich eigentlich immer. Und dieses Ringen, das hat mich stark geprägt. Also ich weiß einfach, das möchte ich nicht nochmal erleben. Wenn ich wieder auf dem Sterbebett liege und ich schaue zurück auf mein Leben, dann möchte ich sagen können, ja, das war gut. Ich habe alles gegeben, ich habe mich komplett verschenkt und jetzt kann ich gehen. Jetzt kann es losgehen. Und das Zweite, was eine große Auswirkung war, ich habe ein halbes Jahr später meine erste CD rausgegeben. Also es hat einfach so einen Kick gegeben. Und ich versuche in meiner Musik einfach auch, mich möglichst pur und authentisch auszudrücken. Dass ich mich einfach so, wie ich bin, mein ganzes Wesen so der Welt verschenken kann. Frau Pfeiffer, herzlichen Dank für das Gespräch.